Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, heute möchte ich euch mal einen Trend zeigen, der momentan ziemlich aktuell in Japan ist und wahrscheinlich demnächst auch hier zu uns rüber schwappt. Und was das Ganze hier mit der Alufolie auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Ja, wie gesagt, dieser Trend kommt aus Japan und die Japaner sind ja dafür bekannt, dass sie ziemlich diszipliniert und geduldig sind. Und zwar machen die Japaner eins, die machen aus dieser Alufolie ja, eine Alukugel und polieren die dann so weit, dass sie richtig schön glänzt. Und das will ich auch einmal mit euch machen. So, dafür knüllen wir das hier erstmal als Kugel zusammen. Und zwar so weit, wie wir mit den Händen kommen. Im nächsten Schritt nehmen wir dann einen Hammer und ja, verdichten das Ganze noch weiter und formen daraus weiter eine Kugel. So, jetzt habe ich das Ganze soweit rund gemacht. Ich muss sagen, mir fehlt da immer so ein bisschen das Auge für, also ganz rund ist er nicht. So, der nächste Schritt ist, ich lege hier mal Zeitungspapier drunter, und jetzt wird es ein bisschen staubig. Ich kann euch auch empfehlen, Handschuhe anzuziehen, damit ihr keine schmutzigen Hände kriegt. Jetzt wird das Ganze geschliffen. So, ich habe das jetzt vorher 5 Minuten mit dem Hammer bearbeitet und 5 Minuten geschliffen. Jetzt geht das Ganze unter Wasser weiter, damit das Ganze noch feiner geschliffen wird. Ja, ich habe dann eben noch rausgefunden, neben Schleifpapier könnt ihr auch so eine ganz normale Bodenfliese nehmen, denn die sind von der Struktur auch etwas gekörnt, etwas rauer und ja, bearbeiten den Ball auch wunderbar und glätten diesen. So, nachdem ich das jetzt 10 Minuten hier über die Fliese nochmal bearbeitet habe, wird der Ball jetzt zum Schluss noch mit so ja, Poliermittel poliert. Ja, und nach ca. einer Stunde Bearbeitungszeit ist aus einem solchen Aluminiumknüll dann ein solcher Ball entstanden. Ja, ist nicht ganz rund, ist halt Handarbeit, aber wer weiß, vielleicht wird das dann hier der nächste Trend aus Asien. Im letzten Jahr hatten wir ja diese Fidget Hand Spinner und das ist ja dann auch zu uns rübergeschwappt. So, nun möchte ich nochmal wissen, was die Kugel jetzt wiegt. So, dazu habe ich jetzt hier eine Waage herbeigezaubert und dann legen wir den nochmal drauf. Ja, und man kann jetzt hier erkennen, das sind so, ja, nicht ganz 25 Gramm. Ja, also schauen wir mal, ob das der nächste Trend aus Asien wird. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könnt mir ja mal unten eure Bälle in den Kommentaren verlinken. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer MacPaverick.